Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch einmal zeigen möchte, wie man den Soundgenerator im Kia Proceed GT Modelljahr 2020 abklemmt. Diese Anleitung sollte auch in allen anderen Modelljahren sowie auch beim Ceed GT funktionieren. In einem anderen Video habe ich euch ja schon einmal gezeigt, wie der Vergleich mit angestecktem und abgestecktem Soundgenerator im Innenraum ist. Dabei habe ich euch natürlich nicht gezeigt, wie man abklemmt, das möchte ich hiermit nachholen. Meine Anleitung basiert darauf, dass wir die Scheibenwischer nicht ausbauen müssen. Ich habe bei YouTube andere Videos gesehen, da wurden die Scheibenwischer mit abgebaut. Bei einem Hyundai, glaube ich, war das. Vom Prinzip her ist es aber dasselbe hier beim Kia. In meinem Fall lösen wir hier die Scheibenwischerabdeckung, dass wir mit den Händen dazwischen kommen zum Soundgenerator. Der sitzt so ziemlich mittig hier unten drunter. Man kann sich eigentlich hier an dem GDI orientieren. Genau hier gegenüber sitzt der Soundgenerator unter dieser Abdeckung. Im ersten Schritt müssen wir 4 Plastikhalterungen lösen. Eine ist hier links, die zweite ist hier, die dritte hier und die vierte hier ganz rechts. Dazu muss man einfach mit einem Schraubenzieher hier dazwischen gehen, es raufhebeln und dann kommt einem der schon entgegen. Des Weiteren würde ich diesen Stecker hier abziehen, damit hat man ein bisschen mehr Freiheit, das hier dann nach oben zu bewegen. So, falls ihr euch wundert, was ihr hier oben so ein bisschen seht, das ist ein Haubenlifter, den ich nachgerüstet habe. Somit braucht man die Originalstrebe hier zum Befestigen nicht mehr oder zum Halten. Die habe ich bei AliExpress für 26 oder 29 Euro gekauft. Man kriegt sie auch bei eBay für um die 50 Euro. Also wenn man die Motorhaube dann doch mal öfters aufmacht, ist das eigentlich ganz angenehm. So, hier zeige ich euch exemplarisch einmal, wie man diese Abdeckung hier aufmacht. Einfach mit dem Schraubenzieher drunter gehen, hier hochhebeln und dann kann man es rausziehen. Dann, wie gesagt, würde ich hier diesen Stecker abstecken, dass man diese Abdeckung dann viel besser hochziehen kann, weil sonst blockiert das Seil ein bisschen. Jetzt zeige ich es euch auch noch schnell bei den anderen dreien. Einmal hier einfach mit dem Schraubenzieher dazwischen, das hochdrücken und dann kann man es rausziehen. Dasselbe Prinzip bei den beiden anderen. So, ab diesem Schritt empfehle ich euch, Handschuhe zu tragen. Und da, wenn wir jetzt hier diese Abdeckung hochheben, es schon sehr eng ist. Und wie wir sehen, hier ist jetzt der Soundgenerator und hier rechts, wo man die Kabel so ein bisschen erkennt, das ist der Stecker. Leider kann ich es nicht genauer aufnehmen, aber ich denke, man sieht es ganz gut. Hier ist es eigentlich nur noch der letzte Schritt, diesen Stecker abzuziehen. Dazu muss man reingreifen, den Stecker erfüllen und dann ist es ein bisschen tricky, wenn man ihn nicht wirklich direkt lösen kann. Man muss ein bisschen dran wackeln. Hier vorne kann man eine Klammer ein bisschen hochdrücken und dann kann man ihn abziehen. Genau, ihr seht jetzt hier vorne den Stecker und somit ist es jetzt abgeklemmt und der Soundgenerator wird nicht mehr mitlaufen und es kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Der nächste Schritt wäre jetzt nur noch das abzudichten, entsprechend mit Klebeband über beide Stellen zu kommen, wobei das ist so schon wieder ein bisschen tricky, weil es eben so schmal hier ist. Nachträglich nochmal mehr bezüglich der Abdichtung, warum diese notwendig ist. Wenn wir uns die Abdeckung anschauen, ist direkt über den Soundgenerator eine Fläche, wo es reinregnen kann. Somit kann leicht Wasser an den Soundgenerator oder den Stecker kommen. Es durch diesen Schlitz, wie gerade gezeigt, abzudichten, ist aber wirklich nicht leicht.
Es soll noch einen Blindstecker geben, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob dieser auch wirklich passt. Vielleicht hat ja jemand diesen und kann seine Erfahrungen teilen. Den Link dazu werde ich in die Beschreibung packen. Aber auch wenn er nur knapp über 5 Euro kostet, ist das jetzt keine Empfehlung, dass ihr euch diesen gleich kauft. Nun gilt es eigentlich nur noch, die Abdeckung wieder zu befestigen. Dazu müssen wir eigentlich nur schauen, dass die Abdeckung runtergedrückt ist. Dann nehmen wir hier diese Halterungen, diese Klammern, schauen, dass es hier oben rausschaut. Dann kann man sie wieder reinstecken. Ein bisschen drehen. Und dann muss man sie einfach nur noch runterdrücken und es ist wieder fest. Und dasselbe Spiel müssen wir bei allen 4 Stück machen. Mehr steckt jetzt hier eigentlich gar nicht dahinter. So, und schon haben wir den Soundgenerator abgeklemmt. Wenn wir nun wieder alles befestigt haben, auf jeden Fall dran denken, diesen Stecker wieder einzustecken. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch zeigen, wie man den Soundgenerator abklemmt. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal.